Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Sie wissen jetzt gar nicht, wo ich rauskomme, gell? Hier bin ich. Ja, staunen Sie nicht so, gucken Sie nicht so. Ich bin selber erschrocken, als ich das hier gesehen habe. Und nein, es ist kein langjähriger Kunde von uns, den wir Ihnen verheimlicht haben, sondern das ist ein Privatmann irgendwo in der Mitte Deutschlands, der sich hier das Paradies hat bauen lassen. Und der uns irgendwann mal an Modern Koi eine nette Mail geschickt hat. Er würde seinen Teich auch mal ganz gerne vorstellen. Und dann sieht man da natürlich ein Bild. Ja, man hat das Segel gesehen, aber war es irgendwie es war eine Nachtperspektive, genau. Und dann habe ich das erstmal gar nicht so ernst genommen. Und wir machen das ja immer so, wenn wir die Bewerbung haben. Wir schauen dann immer, wenn wir gerade zufällig on Tour sind und ein Teich liegt auf dem Weg, auf der Strecke, dass sie dann sagen, komm, wir springen kurz rein, wenn die Leute Zeit haben und bloggen. So, das habe ich dann auch vor 4 Wochen gemacht. Und eigentlich hätten sie den Blog schon vor 2 Wochen sehen sollen. Eigentlich kennen sie die Anlage schon oder sie würden sie schon kennen, wenn ich nicht einen kleinen Bug, einen kleinen Fehler gemacht hätte. Ich habe, und das war das erste Mal, seit ich blogge, den Blog aus Versehen gelöscht. Ich habe ein Bild in den Ordner für unseren Cutter Ritchie reingezogen, anstatt dem Videofile. Und kurz darauf habe ich meine Chipkarte gelöscht. Darum wundern Sie sich nicht, wenn ich anders gekleidet bin, wenn ich den Filter nachher vorstelle oder noch einen anderen Blog hier mache. Dann habe ich mir aber wirklich jetzt Zeit freigeschaufelt, um hier extra nochmal herzukommen, um den Teich aufzunehmen. Also, der Besitzer hat sich hier dann dieses kleine Paradies bauen lassen. Und ich sage Ihnen auch da, normalerweise, wenn ich an so Riesenanlagen komme, der Garten, das sehen Sie jetzt schon, das ist ein Traum. Ja? Aber ich kann Ihnen sagen, das ist hier nicht nur der Garten ein Traum, sondern auch die ganze Filtertechnik, alles was hier gemacht wurde. Der Teich hat 430.000 Liter, er hat 34 Bodenabläufe, er hat 11 Skimmer, er hat 10 Lindpumpen, er hat 3 Trommelfilter. Er hat die Möglichkeit, einen Bereich abzuschotten, dass ein Trommelfilter mit einer Biologie, die Biologie ist übrigens 20 Kubik, dass ein Trommelfilter mit einer Biologie da hinten arbeitet, wenn man jetzt gerade mal Fische separieren möchte, aus welchen Gründen auch immer. So, das Haus ist auch relativ neu, ich glaube, das ist 9 Jahre alt. Der Teich ist jetzt 2 Jahre alt. Aber ich kann Ihnen sagen, auch wenn jemand mit einem solch hohen Maß an Professionalität dann schlussendlich zu Werke geht, dann ist es auf gar keinen Fall so, oh, hier hat es auch einen Buchsbaumzünsler. Ach du heilige Scheiße. Dann heißt das nicht, dass er sich einfach bei seinem ersten Teich unglaublich viel Zeit für die Planung genommen hat, sich einzulesen. Nein, ganz im Gegenteil. Hier war mal ein 70.000 Liter Teich, der wurde relativ zeitnah mit dem Haus erstellt. Dieser 70.000 Liter Teich war nur, glaube 80 cm tief und ist dann abgefallen auf eine Tiefe von 1,40 m. Und da hat er dann die ersten kleinen Fische gekauft. Dann hat er aber relativ schnell gemerkt, dass aufgrund der geringen Tiefe die Temperaturschwankungen relativ hoch waren. Dann hat er gesagt, okay, diese Fläche wird dann vergrößert. Dann wurde aus dem ersten 70.000 Liter Teich wurde dann ein 100.000 Liter Teich. Es wurde nicht vergrößert, sondern vertieft. Wie heißt das eigentlich? Vertieft? Tiefer gemacht. Tiefer gemacht. Da wurde dann 100.000 Liter Teich daraus und irgendwann, und dann sind auch immer mehr Fische gekommen. Er hat dann auf Bürstenfilter gesetzt. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Konstruktion, was für eine Vorgehensweise. Schlussendlich war er aber mit Bürstenfilter unzufrieden. Er war schlussendlich mit dem Wasser unzufrieden. Er hatte riesen Algenproblematik und hat sich dann schlussendlich entschieden, er liebt Koi, aber er kann mit dem Teich nichts anfangen. Also alles nochmal weg. Und dann hat er einem mehr als begabten Landschaftsbauer, Gartenarchitekt, Superhandwerker, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, den Auftrag gegeben, dieses Paradies en bloc zu erstellen. Also das kommt alles aus einer Hand. Die Gestaltung, die Teichschale, dann auch der Filterausbau, den Sie sehen. Das hat also eine Firma komplett erstellt. Ich habe sogar angeboten, ich mache hier kostenlos Werbung für die Firma, aber der es gemacht hat, ist so, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll, ich würde sagen abgehoben, aber ich meine das positiv, weil so eine Arbeit kann man ja nur als positiv empfinden. Der ist im positiven Sinne so abgehoben, dass er einfach sagt, Kleinanlagen mag er nicht mehr machen, das ist nicht seine Herausforderung. Er hat so viele Anfragen für so Riesenanlagen, dass er nur noch Teiche ab 100.000 Liter baut. Und würde ich ihn jetzt hier im Blog vorstellen, hätte es für ihn die negative Folgen, dass natürlich viele Leute, die kleinere Anlagen wollen, die vielleicht
sich eine größere bauen würden, wenn sie den Platz dazu hätten. Man braucht ja hier erstmal ein paar hundert Quadratmeter Grundstück. Und dann sagt er, er möchte auf die Werbung verzichten. Er hat genügend Kunden, er hat sein Netzwerk, er wird Mund zu Mund weiterempfohlen und das reicht ihm. Also von daher, da haben wir natürlich Verständnis für. Und so, jetzt nehme ich einfach mal die Kamera auf die Hand. Dann werden Sie Erstaunliches sehen. Aber Sie sehen auch, hier wurde dreimal gebaut. Nicht auf einen Schlag. Aber mich begeistert natürlich, wie hier alles in Einklang gebracht wurde. Achten Sie auch mal drauf, wie toll die Architektur des Hauses mit dem Teich, mit dem Style, mit dem Design des Teiches passt. Wie dieses dunkle Grün mit dem Schwarz des Hauses korrespondiert. Ich finde es einfach gigantisch, ich finde es toll. Übrigens dürfen in diesem Teich nur noch Kohaku einziehen, so zumindest der derzeitige Stand des Besitzers. Er hat also mit vielen Varietäten, er hat wahrscheinlich schon jede Varietät irgendwann mal gehabt, aber dann hat er gerade bei seinem Teichbauer gesehen, dass der mal einen Teich hatte nur mit Kohakus und das hat ihn so begeistert, dass er gesagt hat, genau so will er das auch. Und das passt ja zu dem alten japanischen Koi-Sprichwort, die Liebe zum Koi beginnt mit der Liebe zum Kohaku und findet nach vielen Jahren und der Begeisterung für alle anderen Varietäten wieder zurück zum Kohaku. Super gelungen finde ich auch das Sonnensegel hier über der Lounge. Man hat hier natürlich eine wahnsinnige Aussicht, aber Aussicht, das sage ich schon immer. Der Preis für die Aussicht, kennen Sie den? Wind. Das merke ich jetzt hier auch schon, aber das hat man hier auch wunderbar gelöst, dass man hier diesen Glasschutz hat. Den sieht man gar nicht. Sehen Sie den? Der ist so sauber geputzt. Wenn es gleich Klong macht, bin ich dagegen gelaufen. Jetzt sieht man ihn. Mit Glas eingefasst, sodass man hier schön sitzen kann. Und natürlich, das ist ganz toll, wenn man hier dann seine Türen hat und dann auf die Stelen kommt. Wobei die wackeln ziemlich stark. Die können nicht abbrechen. Aber das ist schon ein scary Feeling. Da fühle ich mich wie Takeshis Castle. Kennen Sie das noch? Dieses japanische Spiel, wo da immer irgendwelche Leute durch so Parcours haben rennen müssen. Hier hätte man auch Takeshis Castle aufnehmen können. Wunderschöner Taxus. Ja, 34 Bodenabläufe, 11 Skimmer. Wenn wir uns das auf der Zunge zergehen lassen, dann sind wir im Prinzip genau da, wo wir die Leute immerhin empfehlen. Ein Bodenablauf respektive Skimmer pro 10.000 Liter für eine vernünftige Hydraulik. Und bei 34 plus 11 sind wir bei 45. Gepaart mit 430.000 Liter sind das sogar etwas mehr. Und das zeichnet sich dann dadurch aus, dass die Lindpumpen, die in der letzten Filterkammer liegen, dass die nur 20 cm hochdrücken müssen, obwohl das Wasser vorher durch einen Trommelfilter musste, beziehungsweise durch einen von 3 Trommelfiltern, auch die Ecke hier wunderschön, durch einen von 3 Trommelfiltern. Und wäre jetzt nur die Hälfte der Bodenabläufe da, bei gleichem Volumen Wasserdurchsatz, auch Traum hier, dann hätte das natürlich einen deutlich höheren Niveauabfall im Filter zur Folge und entsprechend geringer wäre dann logischerweise auch wieder die Filterleistung.
Und dahinter dieser Loungegruppe, der Teil ist absperrbar. Also für mich eine absolute Top-Anlage. Ein absoluter Traum und ich kann da an den Besitzer nur ein ganz großes Dankeschön sagen, dass wir das vorstellen dürfen im Blog. Das ist nicht alltäglich, das ist alles andere als gewöhnlich und alltäglich. Und das ist natürlich auch für unseren Blog schön und für unseren Blog wichtig. Und in der zweiten Ausgabe vom Modern Koi Magazin werden wir dann ein Interview mit dem Besitzer haben und da verrät er uns so einiges über seine Fische und wie es zu dem ganzen Projekt hier kam. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Ich begleite Sie noch, nein, Sie begleiten mich noch mit nach oben und dann können Sie noch einmal aus der Startposition dieses Paradies bewundern. So, ich glaube, wir haben genug gesehen. Auf die Filteranlage dürfen Sie sich jetzt schon freuen. Auch ein absolutes Highlight. Und dann haben wir noch einen weiteren Beitrag hier zum Thema Futterautomaten. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis die Tage.